Hallo meine Lieben, heute habe ich ein potenzielles neues Spielzeug und zwar geht es um diesen hier. Ich habe den leihweise bekommen, den Printmaker, und den will ich heute testen und zwar zusammen mit euch natürlich, damit ihr das auch gleich seht, wie das funktioniert. Und dann am Schluss des Videos werde ich mal so ein bisschen gucken, na, was spricht dafür, was spricht dagegen, um mich dann entscheiden zu können, ob ich mir dieses Ding kaufe oder ob ich sage, ne, ist ein nice to have, aber muss nicht unbedingt sein. Das dann am Schluss des Videos, aber wir steigen jetzt erstmal ein und gucken uns an, wie das Ganze funktioniert und was man damit alles machen kann. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich habe den Printmaker, wie gesagt, zum Ausprobieren bekommen von Yasando. Die hatten bisher den Collop Printer drin und haben den jetzt auch neu im Sortiment drin. Den gibt es auch schon länger auf dem Markt. Na, der ist von We Are Memory Keepers, was aber neu ist. Die haben das Ganze neu überarbeitet, Verbesserungen durchgeführt und es ist jetzt auch eine Zusammenarbeit mit HP, was fürs Druckergebnis natürlich einiges bedeutet, weil ihr da halt einfach wirklich ein super Druckergebnis bekommt. So, gucken wir uns mal an, was da drin ist. In da drinne schon mal schön beschrieben, ne, was man machen muss. Hier gibt es auch eine kleine Anleitung dazu, von wegen App downloaden, aufladen, Inkladen, die App koppeln mit dem Gerät und loslegen, Troubleshooting. Da habt ihr einiges an Informationen drin. Die Anleitung ist einerseits in Englisch und dann auch in Französisch und das sind tatsächlich im Moment auch nur die beiden Sprachen, die zur Verfügung stehen. Aber ihr werdet es dann auch in der App drin sehen. Es ist wirklich super ausgeschildert und mit Icons, das könnt ihr auch, selbst wenn ihr kein Englisch versteht. Dann haben wir hier den Printmaker. Super süß, ne? Unten zum Entsperren und Sperren. Das ist das Gerät. Dann haben wir hier drin das Aufladekabel und das ist tatsächlich auch das erste, was ihr machen solltet. Den einmal einfach vollständig aufladen. Dann haben wir hier so ein Teil und da drauf kommen diese Putztücher drauf. Da habt ihr ein paar drin. Da gleich auch schon mal eins draus. Da könnt ihr die einfach quasi hier so einfädeln. Einfach drüber spannen. Und damit könnt ihr dann den Druckkopf reinigen. Das ist das, was in der Box drin ist. Aufsetzen gucken wir uns nachher kurz an. Ich will euch noch kurz zeigen, was ich für Zubehör dazu habe. Zum einen gibt es hier diese magnetische Matte. Warum magnetisch? Weil diese Lineale, wo ihr das Gerät dann reinstellen könnt, die sind magnetisch. Das heißt, ihr könnt da das Element drunter legen, was ihr bedrucken wollt, das schön ausrichten und da helfen eben diese Lineale. Zusätzlich habe ich hier auch noch zwei normale Lineale, einfach nur Magnete, die beschriftet sind. Dann habe ich hier so ein, das kurz auseinandernehmen, so wird es geliefert, ne? Hier dieses Teil und da gibt es je zwei in verschiedenen Größen solche Aufsätze, die man da einfach drauf machen kann. Und das braucht ihr oder die sind hilfreich, wenn ihr Washi-Tape oder ein Band beschriften wollt. Ne? Das zeige ich euch nachher auch gleich. Dann habe ich hier schon mal eine zusätzliche Patrone, Druckerpatrone. Dann habe ich eben Washi-Tape und da hat es die in verschiedenen Größen. Das gucken wir uns nachher auch noch an. Dann habe ich eben genau dieses Band, ne, Zierband in weiß, weil wir wollen es ja selber bedrucken. Das habe ich in 3 verschiedenen Größen oder Breiten.
Und dann habe ich hier zusätzlich noch so Tags bekommen. Ist jetzt eher nicht so für mich, weil ich mache meine Tags in der Regel selber, ne? Also Geschenklabels. Das ist das, was ich an Zubehör habe und was ich heute auch zusätzlich nutzen werde. Dann kommen wir zur App. Und zwar ist es, die heißt Printmaker. Wenn ihr da im App Store danach sucht, findet ihr die und die sieht so aus. Die könnt ihr herunterladen. Das geht auf dem iPad, das geht auf dem iPhone. Es gibt sogar eine, wenn ihr einen Mac habt, ne, könnt ihr das auch da drauf laden. Allerdings, wenn ihr das auf den Mac ladet, daraus könnt ihr dann nicht drucken, sondern ihr könnt die Designs einfach entwerfen und das dann speichern. Und wenn ihr euch mit demselben Benutzer anmeldet, dann auf dem iPad oder auf dem iPhone, dann könnt ihr auf diese Designs, die ihr schon entworfen habt, auf dem MacBook, könnt ihr das da verwenden. Jetzt kommt sicher auch die Frage, na, kann ich das auch mit Android machen? Da komme ich nachher noch dazu, das gucken wir uns an. Aber zuerst gucken wir uns mal die App an. Und zwar fangen wir mal hier oben an. Hier habe ich ein Suchen, dann habe ich die Hilfe und unterhalb der Hilfe habe ich das User Manual, Videos, Garantie, der Link zum Installieren und Kontakt. Wenn ich das User Manual anklicke, dann habt ihr hier eben das Ganze wirklich schön erklärt, auch was die einzelnen Teile sind, was es bedeutet, wenn welches Licht aufblendet. Und dann haben wir hier eben auch, mit welchen Geräten das kompatibel ist. Somit könnt ihr das mit dem iPhone machen, mit dem iPad machen und dann aber auch mit einem Android-Telefon oder Mobile-Phone, aber nicht mit einem Androiden-Tablet. Das wird nicht funktionieren. So, und dann, wie gesagt, es steht eben nur in Englisch und in Französisch zur Verfügung, aber ihr habt hier so viele Bilder, dass ihr das auf jeden Fall verstehen werdet. Oder ich zeige euch das Ganze jetzt eigentlich auch im Video, ne? Also hier ganz viele Anleitungen und FAQs. Dann eben Videos dazu, die nach Garantie. Und dann habt ihr hier eben Installation der Tinte und das eben auch schön mit Bildern angezeigt. Das zeige ich euch kurz. Bei mir ist die Tinte schon drin, aber ich kann es euch trotzdem kurz zeigen. Das erste, was ihr machen müsst, ist das Entsperren. Das heißt, ihr dreht hier das Schlösschen rüber zum Entsperren, weil dann könnt ihr das Gerät auch rausnehmen. Ne? Vorher geht das nicht. Dann müssen wir das Cover lösen. Mal gucken, das ist auf der Seite, das könnt ihr wegnehmen. Und bei mir ist jetzt schon eine Tinte drin, aber ich kann euch das mit der neuen zeigen. Wenn ihr die bekommt, hat es hier so ein Plastikteil drüber. Das müsst ihr weglösen und hier wirklich mit den Fingern nicht auf diesen Bereich drauf gehen. Das ist euer Druckkopf. Da wollt ihr mit den Fingern nicht drauf, ne? Und mit diesen Tüchlein müsst ihr auch nicht super sparsam sein, weil von denen habt ihr dann auch wieder, wenn ihr eine neue Patrone kauft. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr eben diese Patrone einfügen. Und ihr seht es eigentlich auch schön, ne? Dieser Deckel hat eine Farbe, die habt ihr zwei Pfeile. Genau so schiebt ihr das rein, so dass ihr hier dann in dem Bereich hier, könnt euch so an diesem Zeichen quasi orientieren, hier ist euer Druckkopf und so sieht das Ganze aus, wenn es drin ist. Dann könnt ihr den Deckel wieder drauf machen, ne, dieses graue Teil hier ist unten. Dann den Druckkopf kurz reinigen. Und dann das Ganze wieder auf die Ladestation draufstellen. Und vom Draufstellen her merkt ihr es auch, hier habt ihr ein graues Teil. Hier ist es grau. So stellt ihr das einfach wieder rein. Und zum Sperren würdet ihr das hier einfach wieder zudrehen. Und zum Laden, ich weiß gar nicht, ob man muss oder nicht, aber sicherheitshalber zum Laden, am besten schließt ihr das und dann steckt ihr hier
den Stecker ein, um das aufzuladen. Und das war es dann eigentlich auch schon, um die Druckerpatrone zu laden. Dann haben wir hier oben, gibt es ein kleines Symbol. Seht ihr sehr wahrscheinlich fast nicht. Da ist im Moment, das ist quasi die Abbildung vom Printmaker von oben. Und im Moment ist bei mir ein rotes Kreuz und das ist deshalb, weil ich das Ganze noch nicht verbunden habe. Dann haben wir ein Home hier auf der Seite. Da haben wir die Editions und eure eigenen Sachen. Dann haben wir ein Create, kommen wir nachher noch dazu. Dann haben wir den Store, da kommen wir auch dazu. Dann haben wir die Hilfe auch wieder, ne, was wir vorhin oben auch hatten. Und dann haben wir die Settings. In den Settings bleibe ich jetzt kurz, weil ich den connecten will. Das heißt, ich schalte den hier ein. Dafür müsst ihr 3 Sekunden drauf bleiben, dann fängt er an zu blinken und dann sage ich Connect. Und er sucht jetzt quasi nach dem Printmaker. Den hat er hier gefunden und jetzt kann ich sagen Connect. Dann erscheint er hier und ich kann den auswählen und jetzt ist er auch schon connected. Wenn ihr dann hier beim Printer nochmal, wenn das alles geladen ist, wird er angezeigt und euch wird auch angezeigt der Ink oder die Ink Levels, das heißt, wie stark ist er befüllt, dass er connected ist und dass er bei mir jetzt 99% geladen ist. Das sind die Infos, die ihr hier findet. So, dann gehen wir zum Store. Das hatten wir noch nicht. Ich habe hier quasi das Abo schon gelöst, das müsst ihr aber nicht machen. Ihr könnt das Gerät auch verwenden, ohne dass ihr ein Abo habt. Ich zeige euch kurz, wie das Bild bei mir vorher ausgesehen hat. Wenn ihr das Ganze nicht geladen habt, dann habt ihr hier ein Subscribe. Da steht, dass es rund $30 pro Jahr ist. Da könnt ihr auf Subscribe drauf gehen und das quasi kaufen. Es gibt aber auch, wie gesagt, ihr müsst es nicht, es gibt hier auch schon solche Sets, die for free, also die gratis sind. Oder ihr könnt auch einzelne Bundles kaufen für $3 rund, wenn euch was speziell gefällt. Oder ihr könnt komplett mit euren eigenen Sachen arbeiten. Auch das geht, ne? Also ihr müsst hier nicht das Abo lösen. Vielleicht noch zur Info hier zum Jahresabo. Wenn ich mich jetzt nach einem Jahr entscheide, dass ich das nicht mehr haben will, dann kann ich auch sagen, ich will es nicht erneuern und dann sind die Bundles weg, die kosten dann auch wieder was. Was ich aber auch machen kann, ist, dass ich einzelne Sachen, die mir super gefallen, die kann ich rausnehmen, die ein bisschen anpassen und dann bei mir speichern und die behaltet ihr natürlich dann auch, wenn das Abo weg ist. Aber wenn ihr nichts damit gemacht habt, dann sind die nach einem Jahr wieder weg. Dann müsstet ihr quasi das erneuern oder euch eben entscheiden, dass ihr es nicht mehr wollt. Eines der beiden. Wie gesagt, ich habe das hier gelöst. Somit ist bei mir jetzt auch nirgendwo mehr ein Preis vorhanden, sondern das ist jetzt alles quasi for free. So, jetzt gehen wir mal. Man weiß fast nicht, wo anfangen. Es gibt so viele coole Sachen. Was nehmen wir mal? Nehmen wir hier mal dieses Magic Forest. Kann ich draufdrücken und dann habt ihr meistens, oder in der Regel habt ihr hier 3 Sachen. Das eine ist das Clip Art, das sind die einzelnen Bilder, die ihr verwenden könnt. Dann habt ihr Patterns, das sind so diese, wenn ich zum Beispiel ein Washi-Tape bedrucken will oder so, dieses wiederholende, habt ihr hier so quasi Muster. Patterns ist eigentlich Muster. Und ihr habt Templates und die Templates sind, da steht zwar was drin, aber ihr könnt das nehmen und zum Beispiel hier das Hello ersetzen mit irgendetwas anderes und das bei euch speichern. Das sind die Templates. Und das habt ihr eben, wie gesagt, in den meisten Bundles drin. Um ein Bundle verwenden zu können,
müsst ihr das downloaden. Ich gehe hier kurz auf Ostern, weil das eins ist, was ich haben will. Immer hier Easter Blessing, da muss ich sagen Download. Und dann sagt er mir, okay, ich habe es heruntergeladen. Kann ich hier wieder raus. Und jetzt kann ich eben ins Create reingehen. Das hier ist mein Arbeitsplatz, den kann ich auch größer machen, indem ich hier auf Zoom gehe. Ne, dann sieht man dann auch so ein bisschen mehr. Beim Select kann ich auswählen, ob ich Objekt oder Pan. Das Objekt ist, wenn hier schon was drin stehen würde und ein Bild drin wäre, dann kann ich das verschieben. Wenn ich aber Pan habe, dann kann ich genau das hier machen, dass ich das verschieben kann, wie es für mich am besten passt. Dann habt ihr wie in den meisten Apps ein Rückgängig machen, wiederholen. Ihr habt ein Speichern und dann habt ihr hier unten Tools und Canvas. Gehen wir zum Canvas. Der Canvas, der ist im Moment weiß. Ich könnte hier aber sagen, ich will eine andere Farbe. Und da könnt ihr entweder hier eine auswählen oder ihr könnt auch auf Custom gehen und dann habt ihr das komplette Farbrad. Ihr seht es auch hier oben an einem Knopf, wie das aussehen würde. Und dann könnt ihr immer noch so ein bisschen dunkler gehen, wenn ihr das machen wollt, heller gehen. Ne? So könnt ihr die auswählen oder ihr geht einfach hier vorne bei Pick drauf und wählt es aus. Da könnt ihr die Farben, ihr könnt auch sagen, ihr wollt keine Farbe, geht auch, oder weiß, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und wenn ihr im Canvas drin seid, könnt ihr auch die Größe des Canvas verändern. Ne? Ich will jetzt hier zum Beispiel, oben sind die Inch, unten sind die Zentimeter, ich bin jetzt hier bei 5 cm. Natürlich nicht die Breite, aber die Länge. Also nicht die Höhe, sondern die Länge, so muss ich sagen. Das ist das, was ihr machen könnt, wenn ihr im Canvas drin seid. Dann bei den Tools. Da habt ihr einerseits die Shapes, da habt ihr eine Linie, Rechteck, Kreis, Ellipse, Dreieck, ein Stern, ein Herz und ein Hexagon, die ihr einfügen könnt. Dann bei den Schriften, da könnt ihr einfach einen Text eingeben, zum Beispiel hier Happy, upsie, schreiben sollte man können, ne? Englische Tastatur. Happy Birthday. So, dann, das ist ein bisschen groß. Wenn ihr was geschrieben habt und das auswählt, dann wird hier unten das Menü anders. Und zwar könnt ihr jetzt sagen, entweder löschen, ihr könnt es kopieren, ihr könnt es alignen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Copy mache und 2 davon habe, dann könnte ich hier bei Align sagen, ne, macht es mittig bei beiden und dann ist das schön mittig ausgerichtet. Und dafür könnt ihr das allein brauchen. Brauche ich jetzt hier nur 1. Dann könnt ihr den Text auch ändern wieder. Na, dann habt ihr den Text hier unten. Dann haben wir hier unten die Ebenen, das kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen vom Zeichnen mit Procreate, wo ihr sagen könnt, soll das in der Ebene hochkommen, wenn ich mehrere Elemente habe, an derselben Stelle was soll oben sein, was soll unten sein. Da könnt ihr das hoch machen oder runter machen. Das ist das. Dann könnt ihr auswählen die Füllfarbe hier. Ne? Könnt ihr das jetzt auch so machen oder in dem Stil. Ne, so. Ihr könnt die Größe hier eintippen, mit zum Beispiel 120%, damit es größer ist, aber ich finde es eigentlich einfacher, wenn ich hier ganz einfach an diesen Ecken das bewege, dann kann ich es auch größer und kleiner machen. Und ihr seht auch, ich kann das auch so platzieren, indem ich das einfach aktiviere durchs Antippen und dann verschiebe. Dann könnt ihr bei der Schrift sagen, wollt ihr es fett haben, wollt ihr es italic haben, will ich beides nicht und dann kann ich auf Font gehen.
Was es nicht hat, und das finde ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen schade, er greift nicht auf meine Schriften zu, sondern ihr habt ja einfach 70, glaube ich, Schriften drin, aber ihr könnt nicht auf eure eigenen Schriften zugreifen. Jetzt zeige ich euch nachher noch, wie ihr das quasi umgehen könnt, dass ihr trotzdem eure Schriften verwenden könnt. Aber hier könnt ihr jetzt ganz einfach verschiedene Schriften aussuchen und die euch gefallen, das dann verwenden. Das finde ich auch ein ganz cooles Bild hier. Wenn ihr fertig seid, aufs Kreuzchen drücken und dann habt ihr hier eure Schrift. Ich mache das jetzt kurz noch ein bisschen kleiner, weil ich will noch ein Bild einfügen. Das heißt, ich gehe hier aus dem Text raus, gehe wieder auf die Tools und sage hier Import. Und jetzt werden mir alle angezeigt, die ich hier runtergeladen habe, von den Designs. Da, ihr erinnert euch vorhin, habe ich gesagt Easter Blessings, dieses. Und jetzt kann ich hier aus der Clipart oder aus den Pattern was aussuchen. Das kann ich auch wieder in der Orientierung ändern, größer, kleiner machen und dann kann ich aus quasi dem Menü wieder raus und da den Text wieder anklicken und den ändern, damit der noch mehr Sinn macht. Dann haben wir hier frohe Ostern. Dann so. Dann hätte ich quasi schon ein Design. Und dieses Design, das könntet ihr jetzt speichern, wenn ihr das haben möchtet und zum Beispiel sagen, frohe Ostern. Dann könnt ihr sagen, wo. Ich nehme das einfach ins Unsorted rein. Und so haben wir schon mal ein Design gemacht. Die andere Variante ist, wenn ihr in diesem Bundle drin seid und eigentlich nur ein Element haben wollt, nämlich bei den Templates. Da könnt ihr zum Beispiel das hier anklicken und dann wird es euch übernommen. Jetzt ist es hier ein bisschen zu wenig groß und deshalb gehe ich auf den Canvas und passe das an, damit das hier genug Platz hat. Können wir das noch so ein bisschen besser ausrichten, dass das wirklich den ganzen Platz ausfüllt. So, da habe ich dann keinen weißen Bereich mehr. Und jetzt, wenn ich hier auf den Text drauf gehe, kann ich den eben anpassen. Das heißt, ich kann die ganzen Designs übernehmen, aber ich kann jetzt hier eben auch sagen, ändern. Und kann hier zum Beispiel sagen, das verändern. Ich kann hier die Schrift ändern. Das finde ich eigentlich noch eine schöne. Und hier könnte ich auch die Farbe davon noch ändern, damit es mehr so in den Bereich von den Blumen geht. So, ich glaube, das ist eher so die Farbe von den Blüten oder von den Blättern hier. So, dann hätte ich hier schon ein Design, das ich verwenden kann. Auch das kann ich wieder speichern. Ich habe jetzt versucht, ein neues Projekt zu machen und jetzt habe ich hier plötzlich keinen Canvas mehr. Das habe ich auch schon gehört. Dann müsst ihr wirklich die ganze App zumachen und die nochmal neu starten. So, dann haben wir hier wieder eine Vorlage, die wir verwenden können. Was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte, ist eben, wie ihr Sachen einfügen könnt aus den Bildern heraus. Ich kann hier sagen, bei den Tools auch Bilder hochladen. Ihr könnt hier sagen Foto Library, ihr könnt ein Foto tatsächlich machen oder ihr könnt ein File oder in eine Datei, die ihr gespeichert habt, könnt ihr da reinholen. Und dann wird es euch hier in der Mitte angezeigt und das könnt ihr dann dahin verschieben, wo ihr das haben wollt.
Und wenn ihr schon fragt, ne, woher ich diesen süßen Bären habe, da kommen wir nächste Woche dazu. Da zeige ich euch noch ein bisschen was dazu. So, jetzt wollen wir noch hier noch natürlich einen Text einfügen. Ich gehe jetzt zu meinem altbewährten Happy Birthday. Dann mache ich das kleiner und dann nehme ich auch eine andere Schrift. Und zwar finde ich die ganz cool. In der Größe. Und dann kann ich hier nämlich auch den Canvas noch ein bisschen anpassen. Und so kann ich das auch wieder speichern. So könnt ihr auch eure eigenen Designs anlegen. Das, was ich gemeint habe, von wegen, ihr habt eure eigenen Schriftarten hier nicht drauf. Ihr könnt es auch in einem anderen Tool, ne, wie zum Beispiel Canva, könnt ihr einfach einen Schriftzug machen mit dem, was ihr haben wollt, das dann als PNG speichern und dann könnt ihr das hier reinholen. Natürlich könnt ihr dann nicht irgendwie die Farbe der Schrift noch anpassen oder sowas, aber zumindest habt ihr dann den Schriftzug einfach als Bild, den ihr dann hier verwenden könnt, ne, das als Alternative. So, jetzt haben wir extrem viel vorbereitet und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie druckt der denn das, ne? Mein Design ist rund 4 cm, 4,1 cm. Von dem her reicht der kleine Lineal und jetzt nehme ich hier einfach ein Stück, ne, Bastelkarton. Das ist mein 200 Gramm Papier, das ich oft verwende. Und jetzt fängt der Lineal ja hier so ein bisschen vorher an, ne? Und hier ist die 0. Und ihr werdet dann sehen, ihr könnt aufgrund des Lichtes, was der dann zeigt, könnt ihr das ausrichten. Das heißt, ich lege die 0 dahin, wo ich will, dass der Druck startet. Könnt ihr das auch noch so ein bisschen ausrichten. Dann können wir hier sagen Print, Send to Printer. Wenn er sagt, gibt er auch ein Geräusch, dann kann ich den rausnehmen, hier drauflegen und jetzt seht ihr, dass hier so ein Licht ist, ne? Das fängt im Moment bei der 0 an. Und wenn ich sage, okay, da passt es, kann ich hier drauf drücken, warten, bis er grün wird. Und dann kann ich jetzt einfach hier entlang fahren und er druckt mir das. Dann das Ganze wieder zurück in die Station. Und so habt ihr dann diesen süßen kleinen Bären gedruckt. Das war jetzt einmal. Sage ich, ich bin fertig mit dem Drucken. Jetzt nehme ich einfach mal so ein Blatt. Lege das hier auf die Matte, nehme den langen Lineal, klicke den hier so hin, weil ich kann auch sagen, ich will das repeatable. Und zwar kann ich sagen einmal bis 10-mal oder ich kann sagen infinite. Infinite heißt, er geht einfach so lange, bis ich aufhöre zu drucken. Ich mache jetzt hier mal, sagen wir mal 6-mal. Send to Printer. Er hat es gekriegt, ladet es, sagt okay. Dann nehme ich den aus der Station raus, drücke drauf, bis er grün wird. Und jetzt kann ich hier einfach entlang fahren. Er macht dann auch ein Geräusch, wenn er fertig ist, wenn er das in der Anzahl gedruckt hat, wie ich das gesagt habe. Jetzt habe ich hier wunderbar eine ganze Zeile mit dem gleichen Design, ne? So könnt ihr einstellen, ob er es nur einmal machen soll oder mehrmals machen soll. Wieder Done Printing. Jetzt das erste, was ich machen will, ist hier das Band quasi bedrucken, damit ich das hier auf dieser kleinen Schachtel verwenden kann, wo ein paar kleine Ostereier drin sind. Ich finde die super süß. Die habe ich auch von Miasando. Die gibt es in quasi farblos und in rosa, finde ich super süß. Und da will ich jetzt ein Band drum machen. Und deshalb gehe ich hier auf dieses Holidays. Dann haben wir Patterns. Die Saßen, die finde ich super süß.
Deshalb sage ich hier Download. Okay, gehe hier wieder raus, gehe auf Create, dann bei den Tools Import, was waren das? Holidays, glaube ich. Patterns natürlich. Dann haben wir hier diese Hasen. Und genau, so habe ich die hier. Und jetzt kann ich eigentlich schon sagen, wenn ich das so behalten will, kann ich einfach sagen Print. Und bei dem werde ich jetzt sagen Infinite, weil ich will da ein ganzes Band machen. Jetzt bevor ich zu Send Printer gehe, will ich das noch kurz vorbereiten. Ich gucke hier kurz, wie groß oder wie lang das Band sein muss, was ich brauche. Ich glaube, ich wickle das nur einmal drum. Das heißt, so bis hier. Das heißt, ich habe diese Länge an Band, die ich brauche. Jetzt ist es länger als meine Matte, deshalb nehme ich die Matte weg. Weil für das, was ich machen will, brauche ich die eh nicht, sondern das andere Element. Nämlich das hier. Da müsst ihr eben die richtigen Aufsätze drauf machen und dann könnt ihr das einmal so reinstülpen, dann wieder hoch. So dass ihr einfach das hier hinten festhalten könnt. Ne? Jetzt sage ich hier Send to Printer. So, ich muss es ein bisschen anders hinlegen, damit ich da wirklich die ganze Linie machen kann. Ich hoffe, ihr seht das noch. Ja, ich kann sogar noch ein bisschen weiter. So, dann kann ich den drauflegen. Grün. Und jetzt kann ich da einfach losfahren. Wenn ich fertig bin, den einfach wieder rausnehmen. So. Es ist mir ein Fehler passiert und es ist gut, dass der bei mir passiert ist. Dann kann ich euch das wieder zeigen. Ich hatte eine Stelle, also per se, ne, es hat es super gedruckt. Ist auch schon trocken, aber ich hatte hier eine Stelle, wo ich gleichzeitig versucht habe, am Band zu ziehen und nicht nur mit dem Printer zu fahren, entlang zu fahren, und dann sieht es dann halt so aus, ne? Nicht so richtig brauchbar. Das heißt, ich versuche das hier kurz nochmal wieder einfädeln, hier wieder hochkommen. Ich habe es jetzt extra noch nicht abgeschnitten, weil ich finde es immer schade. Hier vorne verliert man einen ziemlichen Teil von diesem Band. Deshalb mache ich das jetzt hier quasi so, dass ich direkt nach dem nächsten anfange, weil ungefähr hier fängt er dann an zu drucken. Lege mein Band schön hin, damit ich da schön lange gerade fahren kann. Dann muss ich den Druckauftrag quasi nochmal geben, wieder sagen Infinite, Send to Printer. Er hat es gekriegt. Dann das Ganze hinlegen und dann sagen drucken. Und dann eben nicht am Band ziehen, sondern nur den Printer quasi schieben. Bis fertig. Und dann den wieder hochheben und in die Station. Jetzt sieht das Ganze nämlich auch super einwandfrei aus. Na, hier hatte ich gestartet. Und es hat alles wunderbar gedruckt. So habe ich jetzt auch mein Band, was ich an mein Paket dran machen kann. Dann haben wir hier wunderbar unsere Verpackung mit dem selbstgemachten Band. Ne?
So einfach könnt ihr euer eigenes quasi Geschenkband bedrucken und das verwenden. Finde ich eine klasse Sache. Das war das erste. Dann wollte ich auch noch ein Washi-Tape machen. Und da mache ich es jetzt so. Zoom da kurz rein, damit ihr auch ein bisschen besser was seht. Dass ich dieses Happy Birthday, das mache ich weg. Und ich wiederhole einfach den kleinen hier ein paar Mal. 3 Mal, würde ich sagen. So, und dann sage ich hier schon drucken und diesmal sage ich, ich habe 3 Beeren, ich mache das jetzt 5 Mal. Dann dasselbe Prinzip, Send to Printer, dasselbe Prinzip mit dem Washi Tape. Ihr könnt es hier einfach einfädeln. Anderen Seite wieder raus. Einfach so weit, bis ihr das festhalten könnt auch. Dann das schön gerade hinlegen. Also versuchen, das schön gerade hinzulegen. Dann machen wir da ein Lineal drauf. So. Eigentlich müsste der Beep Beep machen, macht er aber nicht. Deshalb schließe ich das hier kurz, speichere das und schließe mal wieder die App. Öffne sie wieder. Gehe auf mein Design hier. Sage drucken, sage 5 Mal wiederholen, Send to Printer. Voilà, jetzt hat er Beep Beep gemacht. Das heißt, der ist ready. Ich kann den da drauf machen und sagen, loslegen. Wenn er grün ist, das drucken. Und hier auch ein Beispiel, was passieren kann. Das Washi Tape hatte hier so einen Knicks drin. Das heißt, es hat nach oben geguckt. Dadurch ist das Washi Tape zu nah am Druckerknopf. Druckerkopf, nicht Knopf. Das heißt, hier ist Farbe ausgelaufen. Na, das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt muss ich das hier aber nicht wegschmeißen, sondern das kann ich anders noch verwenden. Und zwar kann ich wieder meine Matte nehmen, kann dieses Reststück hier, ich mache das meistens so, weil das ist eine Oberfläche, wo ich dann den Klebestoff wieder wegbringe. Mir nur kurz auf beiden Seiten so ein bisschen Kleber dran und packe das hier ganz einfach schön flach auf die Matte drauf. Ne? Dann kann ich hier respektive, ich kann es sogar anders machen. Ich kann einfach ein Blatt Papier nehmen, das hier kurz draufkleben, so dass es schön flach unten liegt. Den Lineal so drauf platzieren, dass die 0 hier schön anfängt, wo mein Design anfangen, wo das Washi Tape anfangen soll. Und jetzt habe ich ja hier etwas über 4 cm, das heißt, ich kann 1, 2, machen wir mal 3 Wiederholungen. Sage ich Print, sage 3 Wiederholungen, Send to Printer. Er hat Beep Beep gemacht. Hat das Design bekommen. Kann ich das hier platzieren, sagen drucken. Wenn er grün ist, entlangfahren. Wieder in der Station und so konnte ich auch dieses kleine Reststück quasi wiederverwenden und das jetzt als Washi Tape nutzen, weil das hat hinten eine Beschichtung drauf
kann ich das einfach loslösen und das eben als Washi-Tape verwenden. Ne? Das zum Thema Washi-Tape und Zierband, was ihr mit diesem Element hier am besten hinbekommt. Jetzt habe ich noch was anderes. Ich habe hier so eine Karte, eine Slimline-Karte, wo ich schon eine Mattung drauf gemacht habe, eine Auflagekarte und noch so ein Ephemera, was ich noch hatte, und ich dachte, da könnte man eigentlich wunderbar kurz mal eine Karte machen. Wenn ich das stempeln wollte, müsste ich jetzt die Stempel rausholen, den richtigen suchen und so weiter und so fort. Ich dachte mir einfach, ich mache hier einfach ein Happy Birthday über das Ganze drüber und dann mache ich auch für unten noch so ein kleines Tag. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on. So, und so habe ich auf die Schnelle einfach kurz eine Geburtstagskarte gemacht. Na? Ohne da groß stempeln zu müssen. Einfach mit einem Reststück, was ich noch hatte, ein bisschen Hintergrund und dann einem selber gestalteten Hintergrund und hier einem kleinen Tag mit Grau. Ne? So einfach könnt ihr eine Karte machen. Wenn ihr dann noch einen Umschlag dazu habt, wo ihr hier das Happy Birthday auch noch drauf machen wollt. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Und so habe ich auch ein kleines Happy Birthday mit dem Vogel hier unten auf dem Umschlag. Finde ich extrem cool. Und so kann ich die Karte quasi verpacken und habe schon eine fertige Geburtstagskarte. Na? So einfach geht das. Was ich auch noch kurz machen wollte, ihr erinnert euch an die Gläser, die ich letztes Wochenende euch gezeigt hatte. Da brauche ich noch Tags dran. Ne? Und da nehme ich einfach so einen braunen Bastelkarton. Finde ich passt am besten. Hier habe ich kurz einen Spruch gemacht. Frohe Ostern. Schicke ihn an den Printer. Nur einmal wiederholen reicht eigentlich. Tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You said. Und so schnell habe ich hier meine Tags, die ich einfach noch kurz zurechtschneiden kann. Et voilà, so schnell habe ich auch meine Tags gemacht, die ich jetzt einfach noch an die Gläser dran machen kann. Ne? Ihr seht, wie schnell das gemacht ist, wenn ich einfach nur kurz noch was brauche. Ne? Super einfach. Jetzt nehme ich nochmal mein Happy Birthday Design von vorhin, weil ich will jetzt mal so gucken, ne, wie das auf verschiedenen Materialien funktioniert. Weil wir hatten bis jetzt
Bastelkarton, wir hatten ein Zierband und wir hatten Washi-Tape. Aber da gibt es ja noch vieles mehr, ne? Und da wollte ich so ein bisschen ausprobieren. Und zwar, was habe ich hier? Ich habe eine Serviette. Ne? Und mein Design ist, was haben wir hier, 6 cm rund. So in dem Stil. Das ist eine ganz normale bedruckte Serviette. Ne? Ich sage Print, Send to Printer, einmal. Serviette ist bedruckt. Und ne, da ist jetzt auch nicht extrem viel Tinte, das heißt, es geht nur auf die erste Schicht quasi. Und so könnt ihr ganz einfach Servietten bedrucken. Was haben wir noch? Karton, einfach stellvertretend für, ich wollte einfach sagen, wenn ihr Verpackungen habt, ne, dass ihr das auch für Verpackungen nutzen könnt. Auch das funktioniert wunderbar, ne, auf Chipboard. Dann habe ich Kork. Ne, dachte ich, versuchen wir auch mal. So cool. Kork. Beschriftet. Ne? Dann, was haben wir noch? Na, wenn ich eine Geschenktüte habe und die kurz beschriften will, Geschenktüte bedruckt. Was haben wir noch zur Auswahl? Glitzerkarton. Glitzerkarton bedruckt. Kunstleder. Kunstleder bedruckt. Ich lasse das kurz ein bisschen trocknen und streiche dann mit dem Finger drüber, mache dazwischen kurz noch was anderes, nämlich Holzstäbchen. Da lege ich jetzt einfach 2 noch daneben, damit ich hier sicher bin, dass mir das Ganze nicht verrutscht. Und ich klebe die einfach kurz an einer Seite auf der Matte fest. Oder auf beiden Seiten, einfach so, dass das dann nicht im Weg ist, da wo ich das drucken will. Und das mittlere Stäbchen will ich bedrucken. Holzstäbchen bedruckt. Stoff. Nehmen wir, probieren das mal mit Stoff aus. Stoff bedruckt. Das ist ein ganz normaler Baumwollstoff. Moosgummi. Versuchen wir auch das noch. Moosgummi bedruckt. Seidenpapier, ne? Das kennt ihr bei mir vom Kerzenbedrucken. Ich verwende ja entweder das bedruckbare Tattoo-Papier oder Seidenpapier. Und da habe ich die matte Seite jetzt oben. Seidenpapier bedruckt. Hier von Silhouette das durchsichtige Stickerpapier. Und das lasse ich auch kurz ein bisschen trocknen. Und das war jetzt nur ein Beispiel, ne, dieses durchsichtige Stickerpapier. Ihr könnt eben auch, ne, das bedruckbare Tattoo-Papier. Es gibt Smart Labels. Es gibt Printable Sticker Paper. Das Schwere, was ich ja bei mir nicht durch den Drucker gebracht habe, ne, das kann ich jetzt wunderbar verwenden, um hier mit dem Printmaker zu arbeiten. Printable Vinyl, eben ganz normales Stickerpapier, was ihr im Bürobedarf findet, ne, als solche Sachen, das könnt ihr alles bedrucken. Also eigentlich alle Oberflächen, die irgendwie die Tinte aufnehmen können vom Drucker, die könnt ihr bedrucken. So, ich bin jetzt durch die ganze Materialgeschichte relativ schnell durch, weil es gibt so viele Sachen und ich wollte euch halt einfach zeigen, die Möglichkeiten, die ihr habt. Das heißt, ne, jetzt das Fazit über alles drüber. Ihr könnt eben ganz normalen Cardstock
könnt ihr wunderbar schnell noch eine Geburtstagskarte machen und selbst die Umschläge, das entsprechende Motiv auch noch drauf machen, wenn ihr das als Bild heruntergeladen habt. Ihr könnt Washi-Tape mit euren eigenen Motiven bedrucken. Ihr könnt ein Zierband mit euren eigenen Motiven bedrucken. Servietten, ne, bleibt dann auch drauf. Verpackungen, hier jetzt eben Chipboard. Ich habe hier Kunstleder. Da ist es so, das bleibt nicht wirklich drauf. Also das würde ich sagen, das würde ich eher nicht machen. Das Kunstleder, das habe ich dann an den Fingern. Dann haben wir das Seidenpapier, was ihr zum Beispiel für Verpackungen verwenden könnt. Euer Logo zum Beispiel drauf machen. Oder ich hatte da auch mal ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr damit Kerzen beschriften könnt. Dann hier noch schnell ein paar Labels machen, wenn ihr zum Beispiel sowas gemacht habt, um dann hier einfach noch ein Frohe Ostern dran zu hängen. Sowas geht. Dann machst du jetzt extra mit dem sauberen Finger hier Kork. Färbt nicht ab. Wunderbar. Das heißt, es bleibt hier auch wirklich drauf. Und das ist ein absolut sauberer Druck, ne? Also das könntet ihr zum Beispiel auch verwenden, so Untersetzer zum Beispiel zu bedrucken. Stoff auch super schön bedruckt. Hier muss ich allerdings sagen, das verschmiert jetzt nicht, aber wenn ihr das natürlich waschen wollt, das würde es euch auswaschen, ne? Das ist ein Inkjet-Drucker. Das heißt, diese Tinte ist nicht wasserfest. Es gibt aber, glaube ich, so ein Spray oder so, den man drüber machen kann, damit es dann auch waschfest ist. Aber sowas habe ich nicht, weil mit dem Plotter, ich bedrucke Textilien in der Regel anders. Aber wenn ihr sowas zum Beispiel zum Scrapbooken verwenden wollt oder auf einer Karte, da so ein Mixed Media Projekt machen wollt, könnt ihr eben auch Stoff bedrucken, ne? Hier eine Tüte ganz einfach, auch da hält es wunderbar. Holz. Färbt nicht ab, definitiv nicht. Und es hat es super drauf gedruckt. Was hatten wir noch? Glitzer Cardstock, wenn man es vergleicht jetzt mit dem Holz, das wird halt sehr hell. Und es färbt auch ab. Das heißt, das würde ich eher nicht machen. Dann, was hatten wir noch? Genau, hier das Moosgummi. Sauberer Finger. Auch das färbt ab. Das würde ich auch nicht machen. Dann haben wir hier noch das durchsichtige, bedruckbare Stickerpapier. Ist das sauber? Ja. Und das bleibt tatsächlich auch, weil die sind ja bedruckbar, ne? Die werden auch so verkauft. Das heißt, das funktioniert gut. So, das waren so die Sachen, die ich ausprobieren wollte. Und ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen einen Überblick gegeben. Wie gesagt, es gibt 3 Sachen, die würde ich jetzt nicht verwenden. Und zwar auf dem Moosgummi, auf dem Kunstleder und auf dem Glitzer Cardstock. Da drauf, das färbt ab, das würde ich jetzt nicht machen, aber alle anderen Sachen haben super gut funktioniert. Aber wie gesagt, ist halt nicht wasserfest, aber eine Karte zum Beispiel macht ihr auch nicht unters Wasser. So, und jetzt zu guter Letzt kommen wir noch zum Entscheid. Natürlich mit den Kontras und Pros, und ich starte auch zuerst mit den Kontras. Also das, was für mich dagegen spricht, quasi mir das zu kaufen. Und ich will es nur gesagt haben, das sind meine Überlegungen, so wie ich das Gerät nutzen würde oder möchte. Das ist natürlich für jeden ein bisschen anders. Aber das erste ist der Preis, ne? Also mit 200, rund 250, nicht ganz billig. Und da ist ja auch das Zubehör, wenn ihr das haben wollt, was dann noch dazu kommt, also von die mehr. Ne, das ist für mich so ein Kontra, weil das ist schon ein wesentlicher Preis. Plus dann auch die Tinte, ne? Die Tinte selber, wenn man die dann kauft, die hält wirklich lange. Aber wenn man die dann kauft, hat die auch einen nicht unwesentlichen Preis.
Das zweite Thema ist die App selber, die man nutzt, um die Sachen zu machen. Ich habe es dann in meinem Video auch nicht mehr gezeigt, weil ich musste wirklich praktisch nach jedem Projekt, was ich gemacht muss ich die App schließen, und zwar ganz schließen. Also wirklich zumachen und dann über den Screen nochmal zumachen, dass die wirklich zu war und dann wieder öffnen, weil ansonsten, wenn ich das nicht gemacht habe, das habt ihr gesehen, ne, hat der Printer einfach die Info dann nicht bekommen und da ging nichts. Also von dem her, das war ein bisschen mühsam, dass ich da immer wieder die App schließen musste und wieder öffnen musste. Ich muss aber sagen, so wie ich We Are Memory Keepers kenne, weil die machen ja wirklich gute Qualität, ist da bestimmt schon jemand dran, ne? Und es wird bestimmt einen Update geben von dieser App. Dasselbe auch für den dritten Kontrapunkt für mich ist so, dass ich eben nicht meine eigenen Schriften, die eigentlich auf dem iPad vorhanden sind, das heißt, die ich heruntergeladen habe, dass ich darauf keinen Zugriff habe. Das heißt, ich muss jeweils das anders machen, dass ich in einer anderen App irgendwie diesen Text mache mit der Schriftart, die ich haben will, und ich das dann als Bild speichern muss und so in die Printmaker-App rübernehmen muss. Ne? Das ist für mich so ein Kontrapunkt. Aber auch da bin ich mir sicher, dass das irgendwann auch noch gelöst wird. Und der vierte Punkt ist die Größe. Also ne, man kann schon vom Design her größere Sachen machen, aber ich habe halt einfach den Druckkopf, der hat eine bestimmte Größe und größer geht halt einfach nicht. Ist ja eigentlich auch das Verkaufsargument, weil, ne, da kommen wir dann bei den Pros dazu. Aber, naja, also ihr könnt es auch so machen, zum Beispiel, ne, dass ihr das dreht. Ne, so drucke ich, dass ihr das dreht und dann halt einfach einen Buchstaben nach dem anderen macht, auch. Das ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich habe halt einfach eine bestimmte Größe und größer geht nicht. Das sind so meine Kontras. Von den Pros her, ich kann so ziemlich alles bedrucken, was von der Oberfläche die Möglichkeit hat, die Tinte, eine Inkjet-Tinte aufzunehmen, und das halt auch auf Sachen, die ich jetzt, ne, wenn man hier die Geschenktüte anguckt, die kriege ich nicht durch den Drucker durch, ne? Und so kann ich wunderbar einfach auf die Schnelle eine Tüte beschriften. Oder auch, wenn ich jetzt Geschenkboxen schon fertig habe, kann ich da oben drüber einfach noch was drauf machen. Auch eine Kork, das kann ich auch nicht durch den Drucker durchziehen. Also ich habe hier wirklich viele Möglichkeiten, wo ich das einsetzen kann. Ne? Serviette, einfach kurz einen Spruch drauf. Also ich finde das schon Hammer, was man da alles mit bedrucken kann, und eben dadurch, dass ich nicht einen Schlitz habe, wo ich das durchziehen muss, sondern das einfach den draufstellen kann und da einfach drucken, habe ich halt einfach extrem viele Möglichkeiten. Und das gilt auch für Scrapbooken. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Foto einklebe und noch einen Text dazu machen kann, ich kann ja einfach auch Texte, ne, mit dem Printmaker schreiben und die dann einfach drauf machen. Also solche Sachen funktionieren dann halt einfach wunderbar, und es gibt eben auch in der App drin ein Bundle zum Beispiel fürs Journaling, also dass ihr Tagebuch schreiben, wo ihr so Checkboxen zum Beispiel drucken könnt, die ihr dann vertikal druckt. Also solche Sachen, da habt ihr wirklich vollen Spielraum, auch wenn ihr eben schon ein fertiges Scrapbook habt und da das einfach befüllen wollt. Das geht. Das andere Positive ist für mich, dass er wirklich super einfach zu handhaben ist und es vor allem auch sehr schnell geht. Mal abgesehen davon, von dem kleinen Fehler, der da drin ist, dass ich das Projekt immer wieder schließen muss. Aber ihr habt gesehen, dieses Happy Birthday da habe ich ja nicht das Projekt gewechselt, sondern einfach immer wieder. Und das geht so schnell, ne? Ich muss den einfach kurz wieder draufdrücken, dann wird er grün und dann kann ich das nächste bedrucken, das nächste bedrucken, das nächste bedrucken. Und so könnt ihr wirklich relativ schnell auch Sachen bedrucken. Der weitere Vorteil ist, ne, ich komme ja eigentlich, oder mein Basteln hat angefangen mit Karten machen, mit Stempeln. Ich habe wirklich eine große Sammlung an Stempeln, aber es ist halt sehr viel
Englisch. Und ich habe dann halt einfach genau die Größe und genau die Schrift, die ich als Stempel zur Verfügung habe, und das kann ich auch nicht ändern. Und hier, ihr seht zum Beispiel, ne, ich als Berner oder Schweizer verwende sehr gerne auch berndeutsche Sachen und suche mal nach einem Stempel, der berndeutsch ist. Ne? Und hier kann ich ganz einfach, ne, habe so ein wunderschönes Tagli, habe einen wunderschönen Tag, kann ich einfach auf zum Beispiel eine Tüte drucken, oder das könnte ich dann auch mit Karten machen. Also da habe ich dann wirklich volle Flexibilität von wegen, was ich drucken will. Nicht so wie bei den Stempeln, wo ich immer genau dann das Motiv haben muss. Und man kann es ja auch schön kombinieren. Ne? Ich habe wirklich coole Stempel von den Motiven her, aber dann fehlt mir vielfach dann einfach der richtige Spruch dazu, und dann könnte ich zum Beispiel den Spruch nur als mit dem Printmaker machen. Dasselbe auch mit den Farben. Ich kann hier so ziemlich jede Farbe drucken, die ich mit einem Inkjet-Printer auch drucken könnte. Und wenn ich das versuche mit dem Stempeln zu machen, dann brauche ich x verschiedene Stempelkisten. Und glaub mir, ich habe das echt oft, dass ich will ein Rosa und ich will genau das Rosa, dass es dann auch zum Papier passt, aber genau diese Stempelfarbe habe ich dann nicht. Und hier kann ich einfach, ne, Farbe auswählen, drucken, you this. Das ist für mich ein wesentlicher Vorteil. Dann, ne, die verschiedenen Materialien. Ihr habt gesehen, was ich alles ausprobiert habe, von Kork bis zu Holz, bis zu ne, den durchsichtigen Stickerpapier. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war das Kunstleder, der Glitzerkarton und hier der Moosgummi. Ne? Die drei gingen nicht, aber der Rest hat alles wirklich wunderbar funktioniert, ne? Selbst bis zum Kork. Also ich finde das wirklich Hammer. Ein weiterer Vorteil, den ich sehe, ist, dass ich eben eigene Designs ganz einfach auch verwenden kann. Nehmen wir hier zum Beispiel, ich kann hier ein eigenes Bildchen einfach hochladen und das drucken. Dasselbe, wo habe ich das noch gemacht? Hier, ne, auf dem Briefumschlag auch einfach mein eigenes Bildchen drauf und dann noch ein Spruch dazu. Also solche Sachen könnt ihr halt einfach machen und auch sehr einfach. Das heißt eigentlich, alles, was ihr irgendwo als Foto zum Beispiel auf eurem Handy habt oder auf eurem iPad habt oder irgendwo in eine Datei gesichert, die Sachen, auf die könnt ihr ganz einfach zugreifen. Und ich habe jetzt hier nur Motive, aber das geht ja auch mit kleinen Fotos, ne? Also könntet ihr sogar kleine Fotos drucken. Was ich auch als Vorteil sehe, ich kann den quasi, der ist so klein, den kann ich eigentlich überall mitnehmen und unterwegs irgendwas machen. Also versucht das mal mit dem Drucker zu machen. Es wird so nicht funktionieren. Von dem her, der hat wirklich ein Gewicht und eine Größe, den könnt ihr wunderbar auch irgendwohin mitnehmen. Gerade so, wenn man mit Freunden irgendwas basteln will oder ne, irgendwo Sommer draußen im Garten ein paar Karten machen, kann ich mir super vorstellen, den einfach mitzunehmen und so ein paar Karten zu gestalten. Ne? Oder Scrapbooken eben oder Journaling, all die Sachen geht dann wunderbar. Ein weiterer Vorteil, den ich auch sehe jetzt gerade für mich, weil ich ja für mein Label ein Logo habe, dass ich dieses Logo speichern kann, da sehr schnell drauf Zugriff habe und eigentlich überall, wo ich das haben will, mein Logo noch drauf packen kann. Das ist für mich jetzt auch ein wesentlicher Vorteil. Aber das ist ja zum Beispiel auch, wenn ihr Briefe macht, ne? Wenn ihr Briefe verschickt, dann oder Karten verschickt, dann könnt ihr hinten zum Beispiel eure Absenderadresse drauf machen. Die könnt ihr auch schön gestalten und die dann speichern in der App. Und dann könnt ihr das einfach immer wieder verwenden, wenn ihr es gerade braucht, um hinten die Adresse drauf zu machen. Auch das geht. Für das Zubehör, also ich würde es euch empfehlen, ihr braucht es nicht zwingend, ihr könnt auch nur den nutzen, aber die Matte mit den Linealen, die hilft wirklich super, um schöne gerade Linien hinzubekommen und auch ne, um die Abstände schön zu machen, um das schön mittig auszurichten. Für das hilft es wirklich, also das kann ich wirklich empfehlen, auch wenn ihr eben dann Bänder selber drucken wollt, da würde ich euch wirklich empfehlen, ne,
dieses Element mit den Zusätzen, dass ihr das auch kauft, wenn ihr den kauft. Dann könnt ihr damit eben auch schön und einfach Bänder machen. Washi Tape aus meiner Sicht, ich mache ja nicht ein Riesenband an Washi Tape, da könntet ihr das auch machen. Ihr habt es mit dem Reststück gesehen, wo ich das gemacht habe. Könnt ihr das auch einfach auf die Matte drauf machen und das mit dem normalen Lineal drucken. Das geht auch. Beim Band brauche ich halt immer ein bisschen längere Stücke und deshalb würde ich da das wirklich mit dem Zusatz machen. Aber die Tools sind wirklich auch hilfreich. Und was eben auch schön ist, ist, wenn ich den nutze, dass ich vorne eben dieses Licht habe, wo ich genau sehe, wo das Design anfängt. Also da hat sich jemand wirklich was überlegt, als er das Ganze designt hat. Ein weiterer positiver Punkt für mich ist eben, ich kann Sachen personalisieren. Bei den Stempeln habe ich ja einfach Standardsprüche quasi. Und wenn ich da eben einen Namen einbauen muss, dann müsste ich so einzelne Stempel haben, wo Einzelbuchstaben haben und dann das mühsam zusammenbauen. Und mit dem kann ich wunderbar einfach schnell auch einen Namen zum Beispiel irgendwo in ein Design einbauen. Ne? Happy Birthday Claudia zum Beispiel. Und das dann ganz einfach verwenden. Das finde ich auch eine klasse Sache und ein Vorteil zum Stempeln. Und der letzte Vorteil ist für mich, dass ich sehr materialsparend arbeiten kann und auch Resten verwenden kann. Was meine ich damit? Wenn ich hier das Tattoo-Papier zum Beispiel angucke, ich habe große Papiere, als ich euch das gezeigt habe, wie ich Kerzen bedruckt habe, hatte ich das in 2 Teile aufgeschnitten, sodass ich 2 A5 Seiten hatte. Aber wenn ich jetzt nur was Kleines machen will, ne, wie das hier, dann kann ich da ganz einfach das oben aufs Papier drucken, ausschneiden, Übertragungsfolie auch in derselben Größe ausschneiden und so kann ich echt das Maximum von diesem Papier nutzen, weil selbst wenn ich drucke, ne, dann habe ich ja immer auch noch die Seitenränder und selbst die könntet ihr wieder verwenden. Und das ist eben auch der zweite Punkt. Na, wenn ich zum Beispiel ein Drucken dann schneiden mit einer Plotter mache auf Stickerpapier, dann habe ich ja immer Ränder, die ich eigentlich wegschmeißen kann. Aber hier könnt ihr die ganz einfach, das alles, wo noch schwarzer Streifen drauf ist, wegschneiden. Und die Reste könnt ihr dann wunderbar mit dem Printmaker verwenden. Und so könnt ihr eben Material verwenden, was ihr sonst sehr wahrscheinlich einfach wegschmeißen würdet. Für mich ein großer Pluspunkt, weil ihr kennt mich, ne, ich bin nicht so gut darin, Sachen wegzuschmeißen. Und so kann ich eben wunderbar auch mit Resten noch arbeiten. So, und das waren jetzt die ganzen Kontras und Pros, die für mich gegen oder für das Gerät sprechen. Und ihr habt es gemerkt von der Liste her. Und ich habe mir wirklich, ich habe das ganze Video und das Ausprobieren gestern gemacht und habe eine Nacht drüber geschlafen, um mir zu überlegen, na, will ich das nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen. So ist eigentlich diese Liste entstanden. Und für mich, ihr habt es eben auch gemerkt, durch die Größe der Pro-Argumente ist es wirklich so, dass ich mir dieses Teil kaufen werde. Das heißt, ihr werdet in Zukunft auch noch mehr Projekte sehen, wo ich den sicher auch mitverwende. Und ja, aber ihr entscheidet es wie immer für euch. Ne? Ihr habt jetzt hier von mir gehört, die Kontras und die Pros, was für mich gilt. Und da müsst ihr euch halt selber überlegen, ist es was für euch oder ist es nichts für euch. Ne? Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen und euch zeigen, ne, was ihr da alles damit machen könnt. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow